Herzlich willkommen zur Produktvorstellung unseres brandneuen Preconnect Octo SN und MDC Verkabelungssystems. Dieses besteht aus solchartigen Trankkabeln, konfektioniert entweder mit dem neuen VSFF MDC Stecker von US Connect oder dem Wettbewerbsprodukt, dem SN von Senko. Unseren SMAP G2 SD Gehäusen mit erstaunlich leeren Frontplatten, Erklärung folgt, und selbstverständlich den notwendigen Patchkabeln MDC und SN. Hier nun die versprochene Erklärung, weshalb die Frontplatten leer sind, sprich keine LVL-Kupplungen in den Frontplatten integriert sind. Der Grund ist, wir montieren die Kupplungen bereits im Werk auf die Stecker der Tankpeitschen. Hat folgenden Grund und bringt den Vorteil der versprochenen 75%igen Zeitersparnis bei der Installation. Es ist schlicht so, hier stecke ich 4 Duplex-Ports mit einer Steckung. Ganz simpel. Gesteckt, fertig. Alternativ, wenn die Kupplungen in den Frontplatten sind und ich 4 lose Stecker habe, kann man sich vorstellen, 4 lose Stecker, ich muss erst die Schutzkappen abnehmen und muss die jeweils einzeln stecken. Und das braucht schlicht 3-mal so viel Zeit wie in dieser Variante. Ein weiterer entscheidender Vorteil des Systems ist, durch das, dass die Kupplungen bereits auf den Steckern der Tankpeitschen sind, können die Stirnflächen der Stecker bei der Installation, beim Einstecken nicht verschmutzt oder sogar beschädigt werden, weil sie geschützt sind durch die Kupplung. Nochmal demonstriert, wenn ich Einzelstecker habe, muss ich deren Schutzkappen abnehmen, Schutzstopfen aus der Kupplung und dann richtig zielen, um den Stecker einzustecken, ohne seine sensible, saubere Stirnfläche zu verschmutzen oder gar zu beschädigen. Und ich habe auch noch die Chance für Portvertausche. Ich kann innerhalb der Kupplungen die Ports vertauschen, was hier bei der werkskonfektionierten Lösung auch ausgeschlossen ist, weil wir bereits die Ports richtig gesteckt haben. Der Vorteile nicht genug. Hier ein weiterer entscheidender von Preconnect Octo, SN und MDC. Die Servicefähigkeit. Der Tatsache geschuldet, dass wir hier einzelne Duplex-Stecker haben, sind wir selbstverständlich jederzeit in der Lage, im Servicefall, wenn ein Duplex-Port nicht funktioniert, die Frontplatte zu entnehmen und den nicht funktionierenden Port rauszunehmen, um ihn zu inspektionieren, um Service dran zu machen, im schlimmsten Fall sogar einen defekten Stecker zu ersetzen. Die anderen 3 bleiben in Betrieb und diese Strecken laufen weiter. Der tatsächliche Grund für die Entwicklung von diesen neuen VSFF-Steckern SN und MDC sind neuartige Transceiver, Octo-Style, 4-Kanal, wie wir sie bisher eigentlich nur von Octo MTP her kennen. Um einen Transceiver in der gleichen Bauform QSFP, DD oder OSFP zu realisieren, der vorne 4 Duplex-Ports hat, bedarf es dieser neuen kleinen Stecker, hier beispielhaft MDC. Warum das Ganze? Es besteht der steigende Bedarf, direkt am Transceiver einzelne Duplex-Port-Breakout wegzuführen für Spine-Leaf-Architekturen und auch klassische Strukturen. Und das ist
nur damit möglich. Mit MPO, MTP-Style geht es nicht, weil ja alle 4 Ports in einem Stecker integriert sind. Also auch hier kann man zu jeder Zeit den einzelnen Port abgreifen, abziehen. Die anderen 3 bleiben in Betrieb. Und genauso ist es selbstverständlich in den Paneln und den Kupplungen, weil das hier genau das gleiche Interface ist. Ich kann zu jeder Zeit einen Stecker, auch hier wieder Servicefall, Strecke läuft nicht, ich ziehe mal den Stecker ab, kann ich von hier aus durch die Strecke messen, die anderen 3 Ports bleiben in Betrieb. Und auch hier für den Aufbau von Spine-Leaf-Architekturen, ich kann dann direkt von hier mit einzelnen Patchkabeln weggehen. Last but not least, unseren Begriff Portdichteneffizienz erläutert. Mit diesen neuen kleinen ISFF-Steckern SN und MDC sind, wie schon zu sehen, Portdichten weit höher als mit LC-Duplex erreichbar zu realisieren. Vergleich: höchstmögliche Portdichte mit LC, 4 Reihe, 96 Duplex-Ports auf einer Höheneinheit. Dann ist mit LC Ende. Und hier sehen wir MDC und SN, 2 Reihe, 128 Duplex-Ports auf einer Höheneinheit. Und das ist die Definition von Porteffizienz. Leitet über zu Effizienz, braucht selbstverständlich weniger Rack-Space im Datacenter, belegt somit weniger der wertvollen, kostspieligen, klimatisierten Fläche im Rechenzentrum und leistet somit einen Beitrag zur Energieeffizienz, am Ende zur Verbesserung der Nachhaltigkeit von dem Rechenzentrum. Für denen dieser zweireihige Aufbau 128 Duplex-Ports zu viel ist, werden wir auch Frontplatten mit nur ein Reiheloch anbieten. Dann sind respektive nur die Hälfte, 64 Duplex-Ports möglich. Meine Ausführungen belegen, dass unser Preconnect Octo SN und MDC Verkabelungssystem die ideale Lösung für alle Octo-Anwendungen SR4, PSM4, DR4 sind. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse.